Und damit einen wunderschönen guten Nachmittag. Überraschung, Überraschung, der Toni ist heute nicht da. Dafür bin ich, die Katie, für euch als Hauptsprecher. Ich habe mir zur Verstärkung zwei ganz tolle Jungs dazugeholt. Zum einen der Moritz, der mit mir beginnt, und wir sprechen über den Voice-Chat. Und zum anderen kommt der Daniel dann noch dazu, der euch ein bisschen etwas von England zeigen wird. Ihr könnt gerne Fragen stellen, wie immer. Wir wünschen dem Toni erstmal noch alles Gute, dass er auch unten wieder gut landet, weil er traut sich heute aus einem Flugzeug zu springen. Deswegen ist er nicht da. Und ich begrüße natürlich auch schon die ersten Leute bei uns im Chat. Das Findekind Stadtlux. Sosi 0089, ganz neu bei uns heute rein. Katschutz, guten Abend. Ihr dir auch schon einen schönen guten Abend. Christoph aus Barleben. Viper Crazy, ja, willkommen. Lisa Modding war gleich die erste heute im Chat. Wir grüßen euch ganz herzlich. Flammenherz hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Den haben wir auch noch da. Moritz, du darfst dich zu Wort melden. Magst du eine kleine Einleitung bringen zum Voice-Chat? Du hast ja was vorbereitet mit dem Erik zusammen. Ja, dann erstmal wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich bin, wie gesagt, der Moritz. Ich bin einer der Programmierer hier bei TML und bin heute also da, um so ein bisschen über die neuen Features in der Beta, die wir gestern veröffentlicht haben, zu sprechen. Generell die Beta ermöglicht euch ja Features, die also in dem nächsten Update dann für die Live-Version des Spiels mit rauskommen, jetzt schon mal auszuprobieren. Für alle, die vielleicht neu sind oder es noch nicht kennen, könnt ihr einfach in eurer Steam-Bibliothek Rechtsklick auf The Bus, dann Einstellungen und dort dann Beta und dort die Public Beta auswählen. Dann könnt ihr jetzt schon mal die neuen Features mit ausprobieren. Und das ist auch eigentlich ein ganz guter Punkt, denn was ist denn eigentlich neu? Ja, zum einen haben wir die neuen Charaktere natürlich mit drin, sowohl für die Fahrgäste als auch für die Spieler selber. Ich glaube, da hatte René hier in dem SimDev Livestream auch schon mal euch einen kleinen Einblick mitgegeben. Dann haben wir des Weiteren jetzt auch noch mit der neuen Beta DLSS und FSR-Support mit drin. Sollte es also, oder wir wissen, dass es nach wie vor Probleme mit der Performance gab und hoffen jetzt hierüber etwas nachbessern zu können. DLSS und FSR, für alle, die das nicht kennen, sind zwei Upscaling-Algorithmen, die also eure Grafikkarte etwas entlasten sollen und trotzdem ein angenehmes Bild dabei rausgeben. Und ganz kurz für mich, der Voice-Chat kommt jetzt quasi mit dem nächsten Update, ist das richtig? Nein, der Voice-Chat ist natürlich auch schon mit in der Beta. Der ist schon drin. Okay. Den können die Leute auch schon mit ausprobieren. Kann ja vielleicht mal jemand schreiben, wer es schon getestet hat und was ist euer Feedback dazu? Genau, das wäre natürlich auch sehr interessant. Also generell der Voice-Chat für alle, die das noch nicht getestet haben, es ist jetzt möglich, wenn ihr The Bus im Multiplayer spielt, mit den anderen Spielern auf dem Server direkt in-game zu kommunizieren. Das ist nicht mehr nur über den Textchat möglich, sondern jetzt auch via Audioübertragung und erlaubt euch also mit anderen Spielern, die in der Spielwelt bei euch in der Nähe sind, einfach zu reden, zu quatschen und lustig Bus zu fahren. Aber man muss dazu sagen, ihr müsst in der Nähe sein. Habe ich das letztes Mal bei dir richtig verstanden? Genau, also es ist ein Proximity-Voice-Chat. Ihr hört das Audio nur von Spielern, die bei euch in Berlin in der Nähe sind. Oder welche Map auch immer ihr spielt. Und wir haben auch eine Abschwächung mit drin. Das werdet ihr nachher gleich nochmal sehen.
sodass, wenn man sich von den Spielern entfernt, das Audio auch immer leiser wird. Und im Prinzip wie im realen Leben. Wenn ich mich von dir entferne und du sprichst mit mir, wirst du automatisch leiser. Ja, das ist eine sehr schöne Analogie. Ich habe ja auch schon direkt was im Chat dazu gelesen. Du hattest ja das DLSS angesprochen. Stadtlux schreibt, habe selbst bei höheren Grafikeinstellungen eine viel bessere Performance. Also es hat ihm tatsächlich was gebracht. Gibt es noch ein kleines Herzchen dazu. Das ist doch schön zu hören. Lisa schreibt auch, läuft gut DLSS mit der 3060. Jetzt habe ich hier einen Chat. Moment, warte. Ich habe von dem sehr was aufgeploppt gekriegt. So. Für Katschutz haben wir gleich die Frage beantwortet, ob es ein Funk ist, soll aber perspektivisch auch mal kommen, ja, dass das dann quasi über Funk läuft? Also perspektivisch, genau, ist auch noch geplant, dass wir dann aus dem Bus heraus eine Funkkommunikation mit der Leitstelle haben. Das ist aber jetzt erstmal noch nicht mit drin. Genauso wie Ansagen in den Bussen, dass der Busfahrer also Durchsagen in seinem Bus machen kann. Auch das wird noch kommen, ist aktuell noch nicht drin. Erstmal jetzt nur der Proximity Chat. Magst du das mit Erik mal demonstrieren, wie die Leute da hinkommen, wer es jetzt selber noch nicht probiert hat, noch nicht gesehen hat? Ich selber bin da raus. Das können wir sehr gerne mal demonstrieren. Wir haben hier einen Laptop mit der Bass schon mal vorbereitet und ich sehe, Katrin hat jetzt auch schon umgeschaltet. Das heißt, ich werde mal ganz kurz mein Headset wechseln. Macht das Mikro an, dann versteht ihr mich auch. Der Moritz muss jetzt kurz das Mikro wechseln, weil sonst versteht er ja Erik nicht. Ich hoffe, ihr kriegt den Sound auch raus. Bitte einmal dann schreiben, wenn die zwei anfangen miteinander zu quatschen. Genau, so. Und jetzt bin ich hier mit dem Headset vom Ingame-Sound am Laptop. Ich hoffe, ihr hört mich immer noch alle gut. Und wir sind jetzt hier schon mal auf einen Server bei uns intern gejoint und der Erik ist auch hier. Hallo Erik, hörst du mich? Tag. Und wie wir sehen, hören wir nämlich auch den Erik und der ist nicht bei uns mit im Studio, sondern der sitzt oben bei uns im Büro und ist jetzt nur über den Voice-Chat mit dabei. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen reden, dass die Leute einen Eindruck von dem Voice-Chat bekommen. Ja, also wie ihr seht, man kann, obwohl ich nicht da bin. Hören wir ihn wunderbar. Das Ganze ist auch, wie vorhin schon angesprochen, distanzabhängig. Das heißt, wenn der Erik jetzt weiter weggeht, dann wird er immer leiser. Er kann ja einfach mal ein bisschen durchreden und wir entfernen uns von ihm. Genau, also umso weiter ich weg bin, ich weiß nicht, ob man mich noch hört. Genau, und jetzt ist er irgendwann ganz, ganz leise, bis er dann weg ist. Und wenn wir uns wieder nähern, Ganz leise, dann ja, wird der aber Erik jetzt auch wieder lauter. Ja, hallo. Genau. Und das funktioniert natürlich nicht nur mit 2 Spielern, sondern mit beliebig vielen Spielern, die hier auf dem Server dann zusammenstehen und sich unterhalten. Ja, das haben wir ja auch schon fleißig mit dem ganzen Team hier getestet. Genau. Hatten wir am Montag einen großen Test. Darf ich kurz eine Frage stellen? Aber gerne. Du hörst mich ja. Flammenherz fragt, kommt noch, dass man andere Busfahrer über Funk sagen kann, wo Stau oder Baustellen vorhanden sind? Es ist, wie gesagt, geplant, die Kommunikation mit der Leitstelle zu implementieren. Die Idee dahinter ist, dass ein Spieler dann tatsächlich in der Leitstelle diese Funktion übernehmen kann und mit den anderen Busfahrern kommunizieren und also diese Rolle entsprechend Verkehrsmeldungen, Staus, Sonderwünsche, was auch immer, an die Busfahrer kommunizieren kann. Das ist aber, wie gesagt, ein Feature, das momentan noch in Arbeit ist. Wie sich das für einen Voice-Chat gehört, haben wir natürlich neben der grundlegenden Audioübertragung auch ein paar Features drumherum noch. Haben wir die Möglichkeit, uns selber stumm zu schalten. Das heißt, wenn wir hier im Menü auf dieses kleine Headset-Icon drücken, Jetzt höre ich dich nicht mehr. hört uns der Erik nicht mehr, das ist richtig. Gleichzeitig können wir auch die anderen Spieler im Voice-Chat stumm stellen. Das heißt, wenn Erik jetzt redet, hören wir ihn nicht mehr, während er stumm geschaltet ist. Das klappt nur im Büro nicht. Ich kann den Erik nicht stumm Hört man schalten. mich noch? Hallo? Oder hat er eine versteckte hört dich wieder, Taste? ja.
Ja, Stummschalten im echten Leben, das... Aha. Er springt gleich. Er will mir bestimmt zeigen, wo seine Taste ist. Er ist gerade gesprungen im Spiel. Genau. Das Stummschalten sowohl für das eigene Mikrofon als auch für die Audioausgabe lässt sich auch auf Hotkeys legen, wenn euch das lieber ist. Wir können generell auch einzelne Spieler nur stumm schalten. Achso, kurz angemerkt, wenn ihr eure eigene Audioausgabe stumm schaltet, wird auch automatisch das Mikrofon von euch mitgemutet. Ist einfach, um sicher zu gehen, dass ihr nicht vergesst, dass ihr im Voice-Chat seid und dann irgendwas aus Versehen erzählt, was gar nicht hätte gesendet werden sollen. Könnte aber interessant werden. Könnte interessant werden, ist trotzdem Nicht gewollt. privatsphäre-technisch schwierig. Verstehe ich. Gibt ja manchmal Sachen, die gehen halt keinem was an. Ich würde auch noch mal ganz gern kurz auf den Chat eingehen. Sky the Real One hat auch geschrieben, bei mir läuft die neue Beta super, nur Passagiere steigen jetzt überall ein und aus. Das war ja das, was wir wollten, wo wir hin wollten. Genau. Und er fragt auch noch, wird der Flughafen BER auch noch in den Fernbus-Simulatoren integriert? Nein, das wird er nicht. Dafür haben wir ja Berlin. Okay. Was ist sonst noch so Interessantes zum Voice-Chat zu erzählen? Vielleicht unten in der linken Ecke seht ihr auch schon, gibt es jetzt einen kleinen Indicator, der mit anzeigt, dass ihr im Voice-Chat seid. Solange ihr im Voice-Chat seid, ist der einfach weiß. Wenn wir uns jetzt mal muten, verschwindet der auch. Insofern seht ihr, okay, alles sicher. Ich kann Mist erzählen, wie ich möchte und niemand hört mich. Und dann ist natürlich noch der Moment, werde ich denn gerade übertragen? Rede ich denn? Und das seht ihr, wenn sich dieser Indicator grün färbt. Auch da gibt es zwei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die vielleicht für euch ganz interessant sind. Wenn wir nämlich mal in die Optionen gehen, haben wir jetzt unter dem Einstellungsreiter Sound hier unten ein paar neue Optionen für den Multiplayer. Und da haben wir zum einen Lautstärkeregler für die Eingabe Lautstärke und auch das Audio vom Mikrofon, das übertragen wird, das ihr also hier mit zwei verschiedenen Reglern einstellen könnt. Und hier haben wir einen Input-Modus, der steht aktuell auf Voice Detection, das heißt, oder Voice Activation. Heißt, Audio wird automatisch übertragen, sobald ich anfange zu sprechen und das Dezibel-Level über einen gewissen Grenzwert steigt. Dieser Grenzwert ist auch nochmal hier unten einstellbar, für jeden individuell. Ihr seht hier, wenn ich spreche, schlägt dieser Regler etwas weiter aus und dann können wir entsprechend einstellen. Wenn ich den Regler jetzt hier hochziehe, dann schlägt das gar nicht mehr aus, außer ich rede jetzt wirklich laut. Tut mir leid an alle eure Ohren. Aber wir stellen das mal zurück. Und der zweite Modus... Kommt nicht mehr so viel an. Genau, jetzt dürfte aber wieder ganz normal gesendet werden. Alles normal. Der zweite Modus ist dann entsprechend Push-to-Talk. Wenn wir den anstellen, wird nur noch gesendet, während wir eine bestimmte Taste drücken. Ich sehe gerade, dieser Laptop hat kein Numpad, auf dem die Taste standardmäßig liegt. Insofern kann ich gleich mal demonstrieren. Hier im Menü mit der Tastenbelegung könnt ihr euch einfach raussuchen Voice und dann legen wir das, keine Ahnung, auf den Mausbutton. Darf ich kurz nochmal zum Chat zurückkehren? Sehr gerne doch. Stadtlux schreibt, Voice-Chat funktioniert bei mir sehr schlecht, verstehe die anderen kaum, teilweise Roboterstimmen. Hast du einen Tipp für ihn? Die Roboterstimmen, ja. Es gibt aktuell noch einen Fehler, dass, wenn das Audio im Voice-Chat zu laut wird, das übersteuern kann und dann hören wir diese komplett verzerrten Roboterstimmen. Hi, ich habe jetzt einfach mal Push-to-Talk angemacht, dass der Erik uns auch hört. Da hilft es, wenn entweder die Person, die sendet, die Mikrofonlautstärke ein bisschen runterstellt oder wenn du selber bei dir die Audioausgabelautstärke ein bisschen runterstellst. Das hilft, um diesen Fehler zu vermeiden, aber wird natürlich auch noch gefixt. Und Flammenherz fragt auch noch, könnt ihr auch Gruppen hinzufügen bzw. erstellen, wo man dann miteinander reden kann?
Einzelne Gruppen im Voice-Chat ist jetzt nicht geplant. Einfach aufgrund der Tatsache, dass du ja schon sozusagen in einer Gruppe bist, wenn du einem speziellen Server beitrittst. Wenn du mit anderen Leuten spielen möchtest, dann spielst du halt normalerweise auf einem anderen Server. Und zusätzlich haben wir den Proximity-Faktor des Voice-Chats ja auch noch. Das heißt, wenn du mit jemandem privat reden möchtest, dann gehst du halt ein Stück weg von den anderen und dann hören dich die anderen auch nicht mehr und ihr könnt privat reden, ohne dass euch jemand anders belauscht. So, sonst noch Fragen? Blaulicht-Fan schreibt auch, wie ist das eigentlich? Das hatten wir gerade. Wenn ein User sich wie ein Roboter anhört, liegt das dann an der Internetverbindung? Hast du ja gerade beantwortet, was man noch einstellen kann, damit das eben nicht ganz so genau, das ist einfach der Moment, ist. dass das Audio da aktuell noch etwas übersteuern kann. Sorry, ich brauchte kurz ein Feedback. Viper Crazy fragt weiter, jetzt nicht zum Voice-Chat, sondern bezogen auf das Wirtschaftssystem. Kurze Frage zum Wirtschaftssystem. Kann man dann tatsächlich ein eigenes Busunternehmen erstellen, so auch im Multiplayer? Momentan ist diese Funktion nur zugänglich im Singleplayer, im Multiplayer noch nicht. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst, Moritz. Bist du da involviert in der Richtung? Beim Wirtschaftssystem bin ich relativ wenig involviert. Da arbeiten andere Leute dran. Das wäre dann quasi wieder eine Frage an den René. Genau, René ist da der richtige Ansprechpartner. Können wir ja gerne nochmal aufgreifen, das Wirtschaftssystem in einem separaten Thema, würde ich sagen. Da könnt ihr dann alle Fragen dazu stellen. Dann haben wir den René dann hier und der kann euch quasi aus erster Hand dazu berichten. Moment, ich lese noch mal ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob du noch zum Voice-Chat was erzählen möchtest oder dich mit Erik noch ein bisschen unterhalten magst. Ich kann mich auch noch mit Erik ein bisschen unterhalten, aber ansonsten sind wir, ich glaube, an Sachen, die man zum Voice-Chat jetzt erstmal zeigen kann im Spiel, so weit durch. Insofern, wenn es noch Fragen gibt, stehe ich hier gerne mit zur Verfügung. Ich habe tatsächlich noch ein paar. Ich hoffe, du kannst vielleicht was dazu sagen. Patsy Paprika 3 fragt, kommt irgendwann die Funktion E-Busse zu laden bzw. Busse zu tanken? Das Laden von den Bussen, also mit dem neuen Bus, mit dem Galaxus hatten wir ihn im Spiel genannt. Ja. Muss man ja namenstechnisch Ich glaube Urban Galaxis oder so genau. Ähnlich, gell? Mit dem geht es ja generell schon, beziehungsweise ging es im Singleplayer schon. Im Multiplayer hatte das noch nicht funktioniert. Ab der neuen Beta soll das jetzt auch im Multiplayer funktionieren. Unser anderer E-Bus, der E-Citaro, verfügt über dieses Feature, soweit ich weiß, noch nicht. Aber ich glaube, es soll kommen, oder? Es soll kommen, meine ich. Ich denke auch mal, was davon gehört zu haben. Jetzt habe ich. Ruhrmodding fragt, kann man bei mehreren Inputs Mix auch die genutzten Audioquellen einstellen oder auswählen? Also das Spiel kann aktuell nur mit einer Audio-Eingabe wirklich umgehen und das sucht sich immer das Standard-Eingabegerät aus, das in Windows oder generell im Betriebssystem eingestellt ist. Also insofern, wenn du unter Windows das Mikrofon umstellst, dann wird auch das Spiel entsprechend umschalten. Okay. Der Sky the Real One hat etwas Längeres geschrieben. Ich lese es mal vor. Vielleicht kann einer von euch das auch beantworten. Verstehe ich nicht. Passagiere haben nicht vorne beim Fahrer auszusteigen. Damit würden sie ja die einsteigenden Passagiere blockieren. Außerdem darf man in Berlin nur vorne einsteigen. Das dient der Ticketkontrolle. Also es wäre schön, wenn man die Einstellungen dazu optimal machen könnte. Kannst du was dazu sagen? Das ist jetzt nicht so mein primäres Thema. Aber wenn ich richtig informiert bin, ist das tatsächlich nicht mehr der Fall in Berlin, dass Fahrgäste nur noch vorne einsteigen dürfen. Ich meine, seit Corona ich dachte, wurden man die hätte Regelungen das dort geändert. Ja, und ich denke auch. Dass wir das durchaus realitätskonform hier abbilden. Und ich
bilde mir sogar ein, das kam auch aus der Community, dass gesagt worden ist, dass die Fahrgäste nicht nur vorne einsteigen, sondern mittlerweile auch hinten, weil die schon ein Ticket quasi haben oder eine Monatskarte haben, dass die im Prinzip auch hinten einsteigen dürfen. Und dann haben wir das eigentlich so angepasst. Genau. Würde ich sagen. Dann habe ich noch von Blaulicht-Fan, hallo übrigens, funktioniert denn derzeit die Bus-Announcement-Funktion? Mit den Bus-Announcement nehme ich an, meinst du die Durchsagen, die man als Busfahrer in seinem Bus tätigen kann. Die sind in diesem Update der Beta noch nicht drin, kommen aber wahrscheinlich im nächsten oder spätestens übernächsten Update, Beta-Update, sollte ich sagen, mit rein. Das klingt doch vernünftig. Flammenherz sagt noch zu dieser Bus-Ein- und Aussteigegeschichte, ja, aber steigen ein bisschen zu viele vorne ein. Die sind zu faul zum Laufen, Flammenherz, die wollen nicht hinten einsteigen. Und was macht eigentlich Erik? Der ist gerade fortgerannt, der joggt. Ja, ich glaube, der rennt hier Kreise um uns. Ich bin noch da, ich schaue mir nur die wunderschönen Busse an. Ruhrmerding schreibt auch noch mal, bei uns im Ruhrgebiet muss man immer vorne einsteigen, Ausnahme, wenn man den Rollator, Kinderwagen oder Fahrrad hat. Ja, ich glaube, das ist in jeder Stadt anders geregelt. Kann man wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das jemals möglich wäre, das für jede Stadt optional anzupassen, programmiertechnisch, dass in der Stadt das so funktioniert, in der Stadt so funktioniert. Ich meine, wir haben dann irgendwann ja Hamburg von Halicon, da ist es wahrscheinlich auch wieder ganz anders, schätze ich mal. Da steigen sie vielleicht auch nur vorne ein oder ich weiß es nicht. Generell, du sagtest ja gerade, Hamburg ist von einem Drittanbieter von Halicon. Obliegt das natürlich auch dann dem jeweiligen Studio ein bisschen, welche Sachen und wie viel sie dort umsetzen. Natürlich immer in Kooperation mit uns, aber das ist nicht zwangsweise etwas, wo wir alleine entscheidungsgebend sind. Denke ich auch. Ich gehe auch davon aus, dass sie das auch so machen werden, wie es in Hamburg tatsächlich ist. Ich habe keine Ahnung, ich bin noch nie in Hamburg Bus gefahren. Wo steigen die Leute ein? Hinten, vorne? Oben aufs Dach? Ich habe keine Ahnung. Was Findekin in Berlin ist, dürfen und tun immer unterschiedlich. Hatte euch schon, dass wir nicht vorne einsteigen durften, weil der Busfahrer keine Wärme von draußen haben wollte. Ah, er schreibt jetzt wahrscheinlich, wie es wirklich mal in Berlin war. Da hat der Busfahrer die Tür vorne einfach zugelassen, es war zu kalt. Ja, jeder wie er möchte. In Dresden steigen sie fast... Was? In Dresden steigen die von oben fast nur vorne aus. Ja, wie gesagt, ist mit Sicherheit in jeder Stadt ganz unterschiedlich. Meine liebe Community, habt ihr jetzt noch Fragen an den Moritz? Ansonsten würde ich dann ganz gern den Daniel zu meiner Linken holen, der euch ein bisschen was von England zeigt. Wirklich wichtig darauf achten, wenn wir davon sprechen, es ist nicht UK. Wir bauen England. Und ansonsten würde ich, glaube ich, jetzt auch den Erik schon mal entlassen. Der möchte bestimmt Feierabend machen. Wiedersehen. Genau. War schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Erik. Ich weiß nicht, ob du uns hörst, ob du Twitch nebenbei laufen hast. Danke dir auch, Moritz, für deine kompetente Unterstützung. Ich hätte das jetzt hier alles null beantworten können. Aber dafür haben wir ja unsere Spezies und jeder ist für seinen Bereich zuständig. Und deswegen haben wir den Spezi Daniel gleich für euch hier, der uns ein bisschen was aus England zeigen wird.
das mit diesen einsteigenden und aussteigenden Passagieren noch mal prüfen, was man für Optionen haben kann. Wir nehmen eure Vorschläge gerne mit. Aber ja, versprechen kann ich natürlich sowieso nichts. Wir schauen, was die Programmierer draus machen. Aber vielen Dank für eure Vorschläge. Wir werden mit Sicherheit das Ganze aufgreifen und mal drüber sprechen, was es möglich ist. Was auch nicht zu großen Aufwand macht, weil letztendlich, wenn wir uns was selber damit kaputt machen, hat keiner was davon gewonnen. Pazi Paprika möchte gerne noch mal wissen, warum lassen sich die Galaxis-Busse, wenn man schnell fährt, so schlecht lenken und das Heck schlägt aus. Die Lenkung vom MAN-Bus ist nämlich sehr gut. Wir sind dran, wir haben das auf dem Schirm, das zu fixen. Es ist nicht vergessen, aber wir können auch nicht immer alles zur gleichen Zeit machen. Leider sind wir ja nun nur ein kleines Team, aber wir haben es auch hier auf dem Schirm und werden dran arbeiten. Musik im Hintergrund. Den Daniel habe ich jetzt zu meiner Linken. Ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du Zeit gefunden hast, mit der Community und mit mir hier ein bisschen zu schwafeln. Ja, hallo Katrin und hallo Chat. So, ich freue mich natürlich auch und nachdem wir jetzt hier The Bus besprochen haben, würden wir gerne mal jetzt über unser Fernbus-Projekt sprechen, was wir jetzt gerade angefangen haben und euch einen ersten Einblick davon geben. So, wie ihr schon im Chat geschrieben habt, geht es... Ich hätte es auch mal umstellen sollen, statt uns zu zeigen, oder? Ach so, ja, ist hilfreich. Macht Sinn, ne? So. Wir machen den England-DLC für den Fernbus-Simulator und sind jetzt hier in der Konzeptphase, wo wir natürlich erstmal Assets bauen müssen für England, das ganze Straßensystem bauen. Das habe ich mir hier schon mal markiert, wo es überall entlang geht, um die ganzen Städte anzufahren. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal kurz in Unreal rein. Es sieht halt noch ein bisschen brach aus. Wie gesagt, da sind wir gerade erst dran. Wir haben jetzt die Straßen platziert und fangen natürlich jetzt erstmal mit der Landschaft an. Und dann kommt nach und nach kommen die Städte. Hier sehen wir schon mal, da hat der Martin schon ein bisschen angefangen. Das ist eine Route, die jetzt direkt nach London führt. Das geht jetzt hier weiter hoch. Da vorne ist London, da sieht man noch nicht so viel. Aber wir arbeiten uns langsam vor. Und es soll ja auch schick aussehen. Ist nicht eben mal einfach auf den Knopf drücken, ne? Naja, leider nicht. Zumal England, wir haben Linksverkehr, wir haben also die ganzen Straßenassets teilweise neu bauen müssen und das ganze Straßensystem funktioniert auch ein wenig anders als die herkömmlichen Fernbusstraßen. Da muss man halt noch so ein bisschen umdenken, ein bisschen anpassen, die ganzen Kreuzungen und Highway-Abfahrten sind auch ein bisschen anders. Die Architekten in England haben sich, glaube ich, nach einem Spaghetti-Teller orientiert. Das ist teilweise ein bisschen wilder als in Deutschland oder in anderen Ländern. Ja, aber man sieht hier, wir haben halt auch ein neues Foliage-System mit unserem PCG, wo wir jetzt hier schöne Waldgebiete direkt bauen können. Das zeige ich euch gleich auch nochmal.
Blaulichtfan schreibt auch gerade schön, wäre es mit einem Knopf. Ja, so einfach ist es leider nicht. Aber wenn es auf Knopfdruck gehen würde, bräuchte man keine Entwickler mehr, weil dann kann das jeder daheim machen. Ja, das stimmt auch. Wo bleibt denn dann der Spaß? Richtig. So, ja, wir hatten am Anfang auch folgendes Problem. Die Spieler, die sich Fernbus gekauft haben, müssen ja auch irgendwie nach England kommen. Wir haben jetzt 2 Funktionen, dass wir die Leute, die halt auch den Frankreich-DLC haben natürlich die Möglichkeit, den Eurotunnel zu benutzen, der nach England fährt, beziehungsweise auch eine Fähre, die hier ablegt. Und ansonsten die Spieler, die halt nur den Fernbus haben, also das Hauptspiel, wo halt nur Deutschland drin ist, würden wir jetzt hier am Bremerhaven mit der Fähre halt ablegen und nach England fahren. Das kann ich euch auch schon mal im Spiel zeigen. Kurz hier drauf gehen. Ich habe was vorbereitet. Und zwar hier oben. Das ist wie Champütz. Ich habe da mal was Ach, hat er das vorbereitet. gesagt? Ja, und immer, war nicht Champütz, der auch immer mit einem Glas Wein gekocht hat? Ja, ich kenne den nur besoffen. Deswegen koche ich so gerne, aber nur mit Wein. Den guten Wein. So. Muss mich erstmal hier zurechtfinden. So, hier haben wir den Bremerhaven halt nachgebildet. Der wird dann auch demnächst zugänglich sein. Ein paar Leute haben ja schon im Spiel gesehen, dass es hier so teilweise Straßenfragmente gab. Ja, und wo ihr ja so findig seid, dachte ich mir, können wir auch ein bisschen mal hier die Stadt von oben zeigen, wie so der erste Eindruck ist. Das ist halt jetzt schon ein ziemlich fortgeschrittenen Zustand. Wir müssen halt noch hier die Fähre und den Rest halt fertig gestalten, dass das alles so funktioniert. Und dann kann es auch hier von Bremen aus losgehen, dass wir nach England kommen. So, und dann wieder zurück nach England. Da muss ich mal wieder zurückschalten. So. Nehmen wir das hier. Fliegen wir hier hin. So. Ich zeige euch jetzt auch mal die ganzen Assets, die wir jetzt gerade bauen, beziehungsweise schon gebaut haben. Das wäre hier. Da haben wir schon mal mit unserem generierten Gebäudetool. Ich glaube, ich kann das vielleicht sogar hier mal reinschieben. Das ist ein bisschen umständlich hier mit einem Bildschirm. Ich habe 3 oben. Das ist ein bisschen aufgeräumter alles. Wir sind verwöhnt mit 3 Bildschirmen. Ja, es funktioniert natürlich nicht. Darf ich dir kurz eine Frage zwischendurch stellen? Gerne doch. Stadtlux fragt, fährt man dann wie im Euro-Truck-Simulator auf die Fähre und nach der Überfahrt wieder raus oder wie ist das gedacht? Geplant ist natürlich, dass wir wirklich bis zur Fähre fahren und dann schauen wir, ob wir selber da drauf fahren oder ob es eine kleine Animation gibt. Da haben wir uns noch nicht entschieden. Ich würde schon fast sagen, dass wir wirklich persönlich bis in die Fähre reinfahren und dann machen wir halt so eine kleine Kamerafahrt, wie die Fähre ablegt und dann halt in England ankommt und umgekehrt halt auch von England zurück in die anderen Städte. So. Die englischen Gebäude sehen natürlich auch etwas anders aus als bei uns in den restlichen Ländern im Fernbus. Ich schiebe mal jetzt hier kurz was rein. Ich hoffe, dass nichts abstürzt. Alles gut. Also Stadtlux wird es cool finden, wenn es tatsächlich so ist, dass man mit dem Bus quasi auf die Fähre direkt fährt. Ja, vor allem, wir haben die Fähre jetzt auch schon so weit gebaut, mit Innenausstattung und so, wäre dann Verschwendung, wenn man da jetzt nicht selber reinfahren könnte. Das stimmt allerdings. Die Zeit hätte man sich dann sparen können. Ja. Nee, da wird schon was in die Richtung kommen. So, was genau demonstrierst du uns jetzt hier? Ich zeige jetzt nur mal, dass wir halt auch verschiedene Fassaden für unsere englischen Gebäude extra angefertigt haben. Ja, jetzt muss er natürlich erstmal ein bisschen rödeln, damit wir halt auch ein vernünftiges englisches Stadtbild generieren können. Sieht man hier schon ganz schön. Ich drehe es mal ins Licht rein. So, die Snap-Funktion deaktivieren. So.
Ja, und ich habe ja das Gebäudetool schon ein anderes Mal ein bisschen erklärt. Können wir demnächst halt nochmal machen, wenn wir jetzt hier die Innenstädte anfangen zu bauen. Da kann man ja, wie gesagt, sich die Einzelfassaden dann sich zusammenstellen und dann dementsprechend verschiedene Gebäude bauen, die auch einfärben. Da haben wir schon eine schöne Auswahl hier. Da bin ich mal gespannt, wie das zum Schluss aussehen wird. Also was ich hier so sehe, es wird definitiv vielfältig. Ja, klar. Die haben ja auch extra spezielle Assets gebaut, was natürlich nach London, auch direkt so speziell mit nach London, nicht nur England, sondern auch speziell London, oder? Ja, London ist nochmal Das ist ja die Extravaganz vom Feinsten. Da sehen die Straßen halt nochmal ein bisschen anders aus. Ja, das ist, da sind wir halt gerade mit Hochdruck arbeiten wir dran, dass wir die ganzen Straßenkonnektoren zusammengebaut bekommen und dann, ich gehe von einem sehr schönen Ergebnis aus. Ich auch. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich sehe ja immer, was ihr alle so Schönes baut, was wir dann auch zusammensetzen dürfen zu einem großen Ganzen. Von Berlin habe ich momentan genug gesehen. Ich freue mich auf die englischen Städte. Ja, es ist ja immer schön, so ein bisschen Abwechslung zu haben. Auf Berlin jeden ist Fall. halt auch super. Stadt Lux schreibt auch, Chaos im Linksverkehr, das wird spannend. Ja, das Definitiv. wird halt noch ganz wild mit dem Linksverkehr. Müssen auch schauen mit der Geschwindigkeit und so, dass wir das halt auch vernünftig dann umgesetzt bekommen. Oder ob es auf dem Display dann halt auch eine spezielle Anzeige gibt hier mit dem Tachometer. So, hier sind schon erste Assets, sind noch nicht komplett fertig. Da werden halt noch die einzelnen Gondeln hier, das ist The Eye in London. Hat der Erik Das sogenannte gebaut. London Eye. Das London Eye, genau. Stand ich auch schon davor tatsächlich, aber ich bin nicht mitgefahren. Ja, ich habe es nur gesehen. Ich war noch nie in England. Aber es kann ja noch kommen. Ja, wie gesagt, das muss halt noch fertig gebaut werden, weil wir wollen natürlich auch, dass sich das Rad dreht. So, und dann haben wir halt hier nochmal, ich kann es nochmal so zeigen, wie es aussieht. Also vom Detailgrad auch schon ganz, ganz anschaulich. Ja, des Weiteren haben wir jetzt schon eine kleine Gebäudesammlung hier schon mal erstellt. Das dient uns natürlich dann jetzt für eine schnellere Gestaltung der ganzen Landschaften und natürlich auch der Städte. Hier in dem Ordner haben wir halt ausschließlich Gebäude. Und Die sind tatsächlich, glaube ich, auch alle schon im Modding Center, ne? die sind, glaube ich, auch schon im Modding Center. Die Ich habe haben es wir- jetzt selber noch nicht überprüft. Ich glaube, ja, bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, die sind im Modding Center. Wenn du auf so eins gehst, müsstest das, sieht man das nicht unten drunter? Wenn du hier da drauf gehst, einfach nochmal? Ach ja, klar. Nee. Also die sind noch nicht. Die Daniel euch jetzt zeigt, sind noch nicht, aber das wird kommen. Ja, das ist alles noch eine Einstellungssache. So, ich kann euch auch nochmal hier unser PCG-Tool für unsere Wälder. Blaulichtfan schreibt noch Passagierkommentar. Sind wir hier in England oder warum fahren wir im Gegenverkehr? Ja, who knows? Ich würde dort niemals freiwillig Auto fahren. Bus, ja, im Simulator, okay, kann so viel nicht passieren, aber niemals freiwillig. Nie. Nee, also nachdem ich halt die ganze Straßenführung auch gesehen habe, dachte ich mir so, selber fahren im Nee. Fernbus-Simulator gerne, aber nicht in, Nee, nicht in Real Life. nicht in Auf Real gar Life. keinen Fall. Nee, da fahre ich dann doch lieber Bus und Bahn. glaub Ja, ich. auf jeden Fall. Stadtlook schreibt auch nochmal, er ist schon mit dem London Eye gefahren. Er sagt, eine tolle Aussicht. Ja, ich muss sagen, ich bereue es, das nicht gemacht zu haben, aber als ich den Preis gesehen habe, ist mir irgendwie schlecht geworden und dann bin ich mir ein paar Pommes kaufen gegangen. Ich bin zu weit oben. Lisa fragt noch, wird man in London auch durch die Innenstadt fahren, weil Straßen ja in der Stadt enger sind und auch oft Verkehrschaos gibt? Ja, geplant ist es auf jeden Fall. Wir müssen Wir halt haben- gucken, wie das nachher mit dem Verkehr aussieht und wie komplex es ist. Aber Aber es sind ja 3 oder 4 Haltestellen, gell, sind geplant in London. in London sind zurzeit, glaube ich, 2 oder 3 geplant. Ich dachte, waren 3. Werden wir dann sehen. Dann Lisa schreibt weiter, die Assets gibt es bereits schon im Editor, habe sie gestern bewundert nach dem neuen Editor-Update. Ja, die Assets sind drin, das weiß ich, die habe ich einsortiert oder einsortieren lassen. Aber Gebäude, gut, die sind teilweise noch ganz taufrisch, diese Gebäude, die sind eben noch nicht einsortiert, aber das wird auch noch kommen. Ja, klar. Wie gesagt, wenn wir dann alles komplett haben, dann
kommen wir, glaube ich, auch deutlich schneller voran mit der ganzen Gestaltung. Und dann können wir demnächst auch dann aktuellere Updates mal euch zeigen, wie die Städte aussehen, wie der Verkehr sich da verhält und all sowas. Aber im Moment müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir die Grundstruktur gesetzt bekommen. Und da haben wir jetzt hier mit unserem PCG-Tool haben wir etwas entwickelt, was die ganze Geschichte auch ein bisschen einfacher macht. Wir können jetzt hier zum Beispiel die ganzen Baumstrukturen, die ganzen Foliage-Sachen, können wir direkt an die Straße pinnen, müssen die halt nicht mehr per Hand setzen. Und da ist das Ergebnis halt deutlich schöner und wir sind halt auch deutlich schneller dann. Man kann natürlich auch hier so angeben, ob man das nur auf einer Seite haben will oder auf beiden Seiten. Man kann sämtliche Foliage-Typen kann man einstellen, wie groß die Density sein soll oder ob es ein bisschen lichter sein soll, damit man auch was von der Landschaft im Hintergrund sieht. Aber das ist eigentlich ein ganz cooles Tool. Und da werden wir jetzt auch demnächst mehrere von bauen, dass wir Da ist der Tom ganz fleißig dran. Ja, genau. Er hat schon ganz viel gebaut. Wir werden sicherlich auch mal eine Sendung dazu machen, um euch die PCGs ein bisschen näher zu zeigen, zu erläutern, die Funktionsweise. Was kann man damit alles machen? Das ist mega geil. Ich habe es gesehen, wie er es gebaut hat. Gefällt mir unheimlich gut. Und man ist natürlich, wie Daniel schon sagt, ganz schnell mit einer Strecke fertig und es sitzt da nicht ewig dran, klickt jeden Baum an. Oder Foliage Painten war auch immer eine schöne Variante, aber das ist hier natürlich nochmal was ganz anderes. Ja klar, weil auch das Tool erkennt halt auch die verschiedenen Höhenunterschiede auf der Landscape. Da müssen wir halt auch gar nicht mehr so viel per Hand nachjustieren. Ich hätte auch noch ein paar Fragen für dich. Ja, gerne. Lisa möchte gerne wissen, wie viele Städte England haben wird. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Das sind, hier habe ich die Liste. Kann ich mal aufklappen. Es wird gezählt. Das ist der Fernbus. Das ist die Startstadt, da ist halt Dover mit drin, dann Bremerhaven ist ja auch eigentlich neu. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Städte, plus Stonehenge haben wir auch noch. Ja, Sehenswürdigkeiten müssen es Ja, sein. genau. Das auf jeden Fall. Und wir haben uns natürlich erstmal für England entschieden, weil ursprünglich wollten wir UK machen, aber so die ganzen Städte, die jetzt hier aus Irland sind und so, die würden wir dann, glaube ich, wenn, dann nochmal extra machen, weil die doch ein bisschen interessanter nochmal, also haben nochmal einen eigenen Stil sozusagen. Ja. Hätten wir ganz UK gemacht, hätten wir von England Städte weglassen müssen, was sehr schade drum gewesen wäre, weil England ist einfach zu geschichtsträchtig, um zu sagen, die Stadt nehmen wir raus oder die nehmen wir raus. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, jetzt nur England zu bauen und die Erweiterung von UK wird dann auch, mal schauen, wie es planmäßig bei uns reinpasst, auch kommen als Erweiterung sozusagen. Der Blaulicht-Fan möchte gerne noch wissen, sind die Bäume eigentlich dann auch performance-schonender? Die sind auch performance-schonender. Das ist also, das ganze PCG-System ist sehr, ich hätte jetzt beinahe performance-lastig gesagt, ich meine natürlich das Gegenteil. Dadurch können wir halt wesentlich mehr Details machen und es ist weniger rechenintensiv, als würden wir das jetzt herkömmlich mit Blueprints alles bestücken oder unser Foliage-Tool benutzen. Die Schatten, die Distance Fields und so sind auch wesentlich schöner mit dem PCG. Da kann man halt auch aus der Entfernung sieht man halt noch gute Details. Und Lisa möchte gerne noch zu den Bäumen wissen, ist die Weitsicht bei den Bäumen dann besser? Die ist dann auch besser, genau. Kann ich ja hier schon mal zeigen. Man sieht halt, dass sie erst ab einer bestimmten Entfernung verschwinden. Das können wir halt auch noch einstellen. Das wird aber dann nachher später das Feintuning, damit wir sehen können, wie die Gesamtperformance läuft. Lisa und Stadtlux sind auch völlig bei uns, was wir gesagt haben, dass erst England kommt und dann weitere Teile von UK. Lisa schreibt dazu, lieber 2 schöne DLCs kommen, wir besser auf unsere Kosten. Und auch Stadtlux schreibt, finde es gut so, lieber erst England und dann der Rest. Genau, das dachten wir uns halt auch und ich denke mal, dass wir ganz gut damit so fahren. Ja. Habe ich hier irgendwie noch was zu zeigen? Also ich könnte euch jetzt noch ein paar Blueprints zeigen. Hast du nicht irgendwie eine schöne Burg, so eine PCG-Burg mit Efeu? PCG-Burg, ja, die müssen wir, ich muss mal gucken, wie die
genau jetzt ist. Ja, du kommst jetzt mit Sachen an. Ja, nicht bei Nature. Guck mal bei Building und dann Building UK. Ach nee, wir sind ja bei. Nee, stimmt. Ja, ich muss hier. Die sind, glaube ich, noch nicht drin im Modding Center. Jetzt habe ich ihn überfordert. Ja, echt ganz schlimm hier. Er kommt ins Schwitzen. Ist gut, dass ihr das nicht seht. Ich merke das schon, es ist aber auch verdammt warm hier. Ich würde das Fenster ja gerne aufmachen, dann hören wir aber, wie draußen der Rasen gemäht wird. Der Tom, der hat hier auch ein bisschen umsortiert. Hier haben wir extra englische Klippen. Hier haben wir so Telefonzellen und all sowas, so Kleinkram, da kommt natürlich auch mehr dazu. Wir haben unsere Straßenelemente. Aber ich habe jetzt nicht im Kopf, wo Tom gerade die Sachen reingeschmissen hat. Dann komme ich mal auf Lisa, ihren Wunsch zurück. Vielleicht weißt du das, wo die liegt. Ob du die Fähre zeigen könntest mit ihrem Detailgrad. Ja, kann ich auch noch machen. Oh, ich sehe Stonehenge. Hier ist schon mal Stonehenge. Das machen wir dann auch noch mal richtig schick. So mit Souvenirladen drumherum und Parkplätzen. Und ja, wollte gerade sagen, im Moment müsstest du über den Acker fahren, um da hinzukommen. Ja. Aber das wird natürlich noch angepasst. Also das jetzt nur so am Wegrand hinsetzen, das wäre dann auch Verschwendung. Ja. So, dann gehe ich nochmal zum Bremerhaven. Da steht nämlich schon so eine Fähre. Startloks würde gerne auch noch mal wissen, jetzt gerade wie du suchst, kann ich dir das ja stellen. Ist es geplant, dass die neuen Charaktere auch für Fernbus und Tourisbus kommen? Kannst du was dazu sagen? Geplant sind die, glaube ich, schon. Aber so viel kann ich dazu auch noch nicht sagen, weil ich mich jetzt auch wirklich hauptsächlich mit der Landschaft befasst habe. Aber wenn das halt von der Performance her funktioniert, natürlich werden wir halt auch die neuen Charaktere für Fernbus dann einbauen. Ich bin mir halt nicht sicher, ob die zu detailliert gerade sind. Wo bist du gerade? Du bist in Bremerhaven? Ich bin am Bremerhaven. Und suchst die Fähre. Da ist er. Nee, das ist sie nicht. Nein. Dann nehmen wir halt die andere. Nehmen wir diese hier. Die andere sah aber irgendwie schöner aus. Ja, die ist hier schon ganz schick. Also wenn wir hier reingehen, haben wir hier wirklich so, ich mache mal hier die Effekte aus. Und wie man sehen kann, kann man hier schon ziemlich weit bis vorne vorfahren. Und es sieht halt auch vom Detailgrad sehr schick aus. Deshalb denke ich mal, dass wir auch wirklich selber da über diese Rampe hier reinfahren und dann haben wir danach die Animation. Kurz nochmal zurück zu der Frage, ob die neuen Charaktere in The Bus und Tourisbus kommen werden. Das ist nicht der Fall. In The Bus, Entschuldigung. In The Bus sind sie drin. Ich rede vom Fernbus oder Tourisbus. Da werden sie nicht reinkommen. Ja, ich war mir gerade nicht so sicher. Die sind dann zu performancelastig. Also da würdet ihr keine Freude dran haben, wenn wir euch die da reinhauen und dann ruckt die ganze Zeit das Spiel. Damit haben wir und ihr gar nichts gewonnen. Warum hast du jetzt hier, was machst du gerade? Ja, ich flippe ein bisschen rum. Sehe ich. Kannst du vielleicht zu einem Zaun oder eine Mauer flippen mit Efeu? Fragt Blaulicht-Fan. Mauerzaun mit Efeu haben wir noch nicht platziert. Aber ich weiß, im Modding-Sender ist es drinne bei Fans. Da habe ich nämlich heute was erst damit gemacht. Dann würde ich erst nochmal zurückgehen. Und Lisa schreibt auch, freue mich sehr, will euch jetzt schon 30, 40 Euro dafür geben. Vielen, vielen Dank, Lisa, aber ich gehe davon aus, also so teuer wird das DLC wahrscheinlich nicht werden. So, ich glaube, der Martin hat hier Eva noch nicht verbaut, aber ich gehe nochmal hier in den unteren Bereich rein. So, es ist halt ein bisschen umständlich hier mit den ganzen Hin- und Hergeswitche. So. Hallo McBone54. Ah, hello all. Hello McBone. Jetzt kommen noch die Englischen sprechen. Wer kann gut Englisch von euch? Sehr gut. Ich guck mal hier direkt nach Wohl. Was gibt's? Erste Stadt von London, die angefangen wurde. Wo haben wir angefangen? Southampton, ja? Southampton haben wir jetzt erstmal angefangen, weil wir da schon die ersten Stations jetzt demnächst bekommen und dann müssen wir uns halt durcharbeiten. So. Nee, kannst du das beantworten, dass es nicht so ist, bitte? Der war bestimmt vorhin auch nicht mehr dabei. Ist das hier eigentlich mein Bildschirm hier? Nein. So.
Tom hat hier schon mal die Liste, das sind halt die detaillierteren Gebäude. Hier haben wir die Burgen. Ich kann jetzt gerade nicht sehen, wo die genau drin sind. Moritz beantwortet ganz kurz eine Frage für McBone. In the meantime, we got a question if the new DLC is going to cover the whole of the UK. No, this is not the case. We are just doing England for now. All of UK would be too much content, and we wouldn't be able to focus on the beautiful cities in England. So we'd have to cut content. Just England for now. So, sind das hier schon die neuen? Nee, ne? Die funktionieren nämlich noch Geh doch gar mal ins nicht. Notting Center, da sind die doch drin. Ja. Notting Center, bist du bei PCG? Geh mal in Nate. Ach ja, klar, ich muss ja mal Assets, raus. bei Assets. Nee, PCG. Wieder zurück. PCG. Da sind die jetzt drin. Assets, Ach ja, wegen dem Efeu. Fans. Und da hast du hier unter anderem die Zäune mit Efeu. Ja. Den habe ich heute genommen, den fand ich ganz cool. Ja, dein Level habe ich ja jetzt noch nicht geladen, weil das jetzt, glaube ich, auch zu viel ist. Ich will halt auch nicht, dass der Rechner jetzt hier abstürzt und dass der Stream dann zu Ende ist. Danke dir, Stadtlutz, Stadtlux, fürs Beantworten der Frage von McBone. So. Und danke natürlich auch an Moritz, der das hier gleich mal live gemacht hat, weil mein Englisch ist not so good, aber sponge over. Aber hier sieht man auch schon, das sieht sehr schön aus mit den neuen Foliage. Also ist schon mal ein Unterschied zu dem Efeu, was wir jetzt bis jetzt in Fernbus verwendet haben. Und wie gesagt, es ist sehr performance-schonend. Von daher kann man da richtig viel von bauen. Ich klicke mal auf den falschen hier. So, haben wir noch die Variante. Lisa schreibt auch noch tolle Assets. Ja, vielen Dank. Tom ist fast verzweifelt, aber er hat es hinbekommen. Und ja, es hat das so. ist wirklich so ein Prozess, bis das alles funktioniert. Ja, klar. Sie braucht schreibt halt auch ein noch, hat so ein bisschen DMD-Vibes. Also, wer es DMD, die Abkürzung nicht kennt, Deathman's Diary. Das stimmt allerdings. Da sind wir ja auch sehr ins Detail gegangen mit unserem kleinen Survival-Game. Und ja, letztendlich wird England so ähnlich. Wenn nicht sogar besser. Ja, das hoffe ich doch. Also ich gehe davon aus. Also da haben wir jetzt wirklich neue Standards wirklich für diesen DLC. Und da denke ich mal, dass die Leute viel Spaß dran haben werden. Hier sehen wir jetzt auch die Ruinen. Oh oh. Oh oh. Rechner, Stream schmiert ab. Nein. Hat sich gefangen. Alles gut. Blaulicht-Fan, yes, you are, hast recht. My English is not the yellow from the egg. Das trifft's genau. Ja, jetzt fängt es so an. Ja, also wenn es mit dem Dekorieren anfängt, richtig, dass wir halt wirklich auch schöne Ecken mal zeigen können, dann würden wir, glaube ich, auch sowieso nochmal einen neuen Stream hier starten. Ja, ich denke, wenn wir dann ein paar Städte wirklich final haben, können wir euch auf jeden Fall mehr zeigen, was wir da Schönes gebaut haben. Lisa schreibt oder fragt, gibt es für England dann auch neue KI-Züge? Ja klar, wir können ja jetzt nicht mit einem ICE oder so da entlang fahren, da werden wir halt auch Waggons und Lokomotiven extra für England anfertigen und dann einbauen. Sie schreibt auch noch, wir müssen mit ETS konkurrieren, mit dem neuen Standard. Ja. Tun wir. So ist das. Immer dieser Struggle. Ja, die anderen Assets sind ja auch bekannt. Wie gesagt, wir haben dann halt extra spezielle Sachen für England, die auch ausschließlich für England dann auch genutzt werden, weil halt das englische Stadtbild und so doch sich von den anderen Städten hier von Fernbus unterscheiden. Ich
kann noch mal gucken, ob ich hier noch... Stadtlux schreibt auch nochmal wirklich sehr schöne Assets. Ja, vielen, vielen Dank. Die könnt ihr, wie gesagt, dann auch für eure Projekte später nutzen, wenn wir sie dann ins Modding Center einsortiert haben. Die Ja, sind für natürlich nicht Projekte könnt ihr die ausschließlich auch für nutzen, England. klar. Ihr könnt natürlich eure kleine eigene Welt bauen und dafür alles verwenden, was ihr da drin findet. Ich meinte jetzt natürlich hier für unsere internen Arbeiten. Sind die exklusiv. Gewisse Sachen ja. So, finde ich mich hier zurecht. Bin ich richtig? Blaulicht-Fan fragt auch noch, dreht sich das Riesenrad eigentlich auch derzeit noch nicht, soll aber kommen und es fehlen ja auch noch allerhand Gondeln. Bis jetzt ist eine, habe ich gesehen, gerade mal vorhanden. Die anderen sind noch zur Reparatur, die werden auf den neuesten Stand gebracht, dann eingefügt und dann geht das Riesenrad zur Wartung und dann fährt es auch, oder? Genau, wie gesagt, wir haben jetzt eine Gondel nur platziert. Wir hätten jetzt natürlich auch die anderen Gondeln mal schnell da reinsetzen können, aber wenn, Das dann muss zeigen erst wir noch auch- zum deutschen TÜV. Genau, dann zeigen wir euch natürlich dann auch, weil die Gondeln, die sind ja halt immer, müssen sich ja noch natürlich vernünftig ausrichten, wenn sich das Rad dreht, sonst fallen die Leute da drin irgendwie um oder auf den Kopf. Ich weiß schon, warum ich damit nicht gefahren bin. So, und da werden wir natürlich jetzt hier irgendwie mit Hilfe einer Array-Funktion und so die Gondeln platzieren und dann müssen wir dann das natürlich auch so im Blueprint einstellen, dass sich alles vernünftig dreht und dass das korrekt aussieht. Aber ja, das Ding soll animiert sein. Und Lisa fragt weiter, kann man dann auch am Big Ben vorbeifahren? Das ist auch geplant. Ich kann euch ja mal kurz hier... Blaulicht-Fan Mit möchte gerne mit Earth London Eye dann fahren. Ist es theoretisch möglich, dort zuzusteigen? Geplant ist es jetzt nicht. Da können wir mal nachfragen, ob wir das in Zukunft vielleicht mit einbauen wollen. Wäre auf So jeden als Fall kleines ein Gimmick, oder? Cooles Feature. So, wir haben natürlich hier schon mal die ganzen Routen und so ein bisschen markiert. Rohrmodding schreibt auch noch, dass ihr immer mehr PCG-Assets habt, macht, ist super. PCG sind richtig toll, was damit alles geht, ist heftig. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Und wie gesagt, man ist vor allem relativ schnell fertig. Stadtlux schreibt weiter oder fragt, wird die Linksverkehrmechanik auch in den Bus übertragen? Vielleicht gibt es dann ja auch noch die ein oder andere Mod von der Insel. Wenn sich das übertragen lässt, das ist natürlich eine Frage, die wir den Programmierern stellen müssen. Aber wenn es keine Probleme bereiten sollte, ja, ich kriege schon Schulterzucken. Wir wissen es halt jetzt noch nicht. Da kann ich halt nichts bestätigen oder auch verneinen. Das wird die Zukunft dann zeigen. So, natürlich haben wir hier auch Big Ben und sämtliche andere Sehenswürdigkeiten, die wir natürlich euch auch dann veranschaulichen wollen und dass das halt cool aussieht, wenn ihr hier durch die Städte fahrt. Mal schauen, ob wir hier noch was anderes Spezielles hier haben. Ja, das sind halt so kleinere Städte. Ja, aber hier auf Google Maps jetzt so großartig die Sachen zu zeigen, macht ja auch wenig Sinn. Nee, das kann jeder daheim. Aber demnach hast du Big Ben noch nicht gesetzt in London. Nee, das muss halt erstmal gebaut werden. Aha. Wie gesagt, also wir machen jetzt erstmal, bauen halt die ganzen Assets vor, die ganzen Haltestellen und Stationen und dann bauen wir halt auch die Städte dazu. Wir haben halt ein bisschen schon angefangen, aber der Rest, der kommt dann nach und nach. Hier sehen wir halt auch schon mal verschiedene Autobahnabfahrten. Das ist so ein klassisches Bild mit diesem Oval. Aber da kommen auch noch ein paar wildere Sachen. Da bin ich schon fast am Verzweifeln, um das vernünftig darzustellen. Ja, das wird halt Southampton. Aber hier könnt ihr halt auch schon sehen, ich mache mal das Bild hier ein bisschen kleiner, es ist halt noch ein bisschen Konzeptphase hier drin. Aber sobald diese ersten Städte dann fertig sind, würde ich dann auch nochmal das euch zeigen. Mal kurz gucken, ob ich hier noch was laden kann.
fertig. So. Hier sind halt auch schon unsere Grafiker ein bisschen dran. Hier können wir auch sehen, dass wir hier extra englische Hausparzellen gebaut haben, die natürlich auch hier mit PCG einen höheren Detailgrad haben. Ja, wenn das alles hier noch fertig, feiner dekoriert ist, ein paar Materials müssen halt auch noch ausgetauscht werden. Hier wird auch noch später Gras richtig wachsen. Werden wir hier nach und nach die Städte schön machen. Im Moment sind hier noch Platzhalter drin, aber das kommt dann mit unserem nächsten Stream in naher Zukunft. So, soll ich noch irgendwas zeigen? Oder? Ich könnte noch mal hier rüber fliegen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was hier schon richtig verwendet werden kann. We have another question from McBone. He's asking, will there be new buses for the DLC England map? That's something we don't really want to talk about yet. What we can say, the existing buses will get a left-hand drive version for the DLC. So, das hier zum Beispiel wäre die Haltestation in Southampton. Da müssen wir noch den Connector bauen, aber die Station selber, die ist ja schon soweit fertig. Hat auch einen schönen Detailgrad. So, und so werden wir uns dann nach und nach vorarbeiten. Als nächstes kommt dann Birmingham und dann kommen die London-Sachen. Und sobald ich da schon mal die Stadtbilder ein bisschen zusammengebaut habe, würde ich euch gerne mehr davon zeigen. Ich habe noch ein paar Fragen aus dem Chat. Die Elisa möchte gerne wissen, wie viel bauen an der neuen Map? Wir sind jetzt gerade 2, 3, 6, 8 Grafiker, die 9 bis 10 Grafiker sogar mit euch. Also alle. Im Moment sind noch alle dran. Gefühlt es alle. Wird natürlich auch, je nachdem, wenn in Sebast noch irgendwas gemacht werden muss oder angepasst werden muss, werden wir natürlich immer hin und her switchen. Aber primär sind jetzt die meisten Grafiker an Fernbus dran und die Programmierer betreuen hier noch weiter Sebast, die ganze Multiplayer-Funktion, wie auch das Wirtschaftssystem, das wird jetzt parallel von den Programmierern gesetzt. Und wir Grafiker dürfen uns erstmal in England hier ein bisschen auslassen. Ja. Dann die nächste Frage von Brother Louis. Hallo erstmal hier im Chat. Schönen guten Nachmittag wünsche ich dir. Wird es denn komplett neue Busse geben? Die Frage hatten wir eben gerade schon auf Englisch. Dazu können wir noch nichts weiter sagen. Es wird aber natürlich einen Bus geben, der an den Linksverkehr angepasst ist, definitiv. Ja, das ist geplant mit unseren Bussen, dass wir zumindest teilweise halt auch wirklich die englische Version davon setzen können. Ob es jetzt wirklich eine ganz neue Linie gibt, einen ganz neuen Bus gibt, kann ich an der Stelle jetzt auch noch nicht genau sagen. Die Lisa fragt auch weiter, wird die neue deutsche Stadt für alle verfügbar sein oder nur für neue DLC-Besitzer? Welche Stadt genau meinst du? Es geht sich um den Bremerhaven natürlich. Die Stadt wird auch von euch, die sich nicht den DLC gekauft haben, befahrbar sein. Da werden wir jetzt nichts sperren. Die ist dann halt einfach da mit dem nächsten Update sozusagen. Also man kann halt, kann ich euch auch mal zeigen, wenn man hier, das zeigt er mir hier nicht vernünftig an, dann flippe ich mal schnell darüber.
Brother Louis würde gerne noch wissen, werden die Gebäude und Stationen 1:1 umgesetzt werden wie in der Realität? Also ich gehe davon aus, wirklich, dass er jetzt diese Bushaltestellen und Gebäude in der Nähe nimmt, weil 1:1 die Map nachbauen können wir definitiv Wir nicht. können bei Fernbus leider nicht wie in The Bus die Städte 1:1 bauen, dann wird das halt ewig dauern. Aber ich gehe davon aus, die Busstationen genau. schon. Wir haben bestimmte Fixpunkte in den Städten und halt auch auf den Landschaften. Das werden wir dann wirklich ziemlich detailgetreu nachbauen, dass halt der Wiedererkennungswert auf jeden Fall da ist. Eigentlich so wie Polen, gell, wie wir das gebaut haben, würde ich sagen. Genau so, gleiches Prinzip wie in Polen. Es gibt ein paar Sehenswürdigkeiten. Ja. Wir können halt jetzt hier nicht von der Straßenstruktur her ganz 1:1 nachbauen, weil wir halt das Tool, was wir für The Bus verwenden, das Street-Tool, nicht bei Fernbus funktioniert. Da arbeiten wir noch mit herkömmlichen Tools. Das ist hier so eine Spline-Funktion für die Straßen und dann halt die einzelnen Konnektoren, die dafür gesetzt werden. Für Abfahrten und Brücken und sonst was alles. Und Stadtlux hat das genau richtig erkannt. Das sieht noch nach verdammt viel Arbeit aus. Ja, wir werden das auch nicht nächsten Monat releasen. Das wird noch das ganze Jahr auf jeden Fall dauern. So. Also, es soll ja auch schön werden. Es macht ja keinen Sinn, wenn wir husch euch irgendwas hinklatschen und dann kriegen wir wieder Shitstorm von Social Media und so weiter. Haben wir keinen Bock drauf und deswegen gebt uns einfach die Zeit, dass wir euch dann am Ende was Schönes präsentieren können. Ja. Genau. Also wenn ihr hier nur Deutschland habt als Fernbus-Simulator ohne DLCs, werdet ihr hier unten von Bremen aus, wird es halt eine neue Abfahrt geben. Und dann könnt ihr hier die Autobahnroute bis zum Bremerhaven hochfahren. Und dann könnt ihr natürlich auch euch die Stadt anschauen. Kann ich auch mal kurz ein bisschen näher rangehen. Kurz hier die Icons weg. So, hier müssen halt noch kleinere Sachen angepasst werden. Der Straßenverkehr muss noch funktionieren und so. Aber diese Stadt ist natürlich schon recht fortgeschritten. Da haben wir als erstes mit angefangen, weil wir halt hier die ganzen Assets für Deutschland einfach schon hatten. Und für den England-DLC kommt das natürlich jetzt auch nach und nach alles rein, dass wir da auch richtig schöne Sachen bauen können. Aber man sieht ja schon, hier geht es dann in die Stadt rein, erstmal so die Vorstadt. Dann kommt das Hafengebiet. Das ist jetzt auch nicht 1:1, aber doch ziemlich nah nachempfunden, was wir hier sehen. Hier halt mit den ganzen Hafenbecken. Da haben wir halt hier auch die Schleusen. Hier so Schleusenfunktionen. Und verschiedene Brücken haben wir hier auch schon eingesetzt. So, hier muss noch ein bisschen schön gestaltet werden, aber es sind noch kleine Details hier. Ja. So sieht die Stadt hier von oben aus. Das ist schon ein dickes Stück. Da kann man ein bisschen rumfahren und sich das auch mal so anschauen. Und das Gleiche ist dann halt auch für Leute, die dann den Frankreich DLC haben. Da wird halt, ich weiß jetzt nicht, wie die Stadt da unten heißt, Calais oder so. Können wir hier nochmal kurz reingucken. Während du gerade suchst, würde ich gerne noch mal kurz zum Chat zurückkehren. Brother Louis kommt nochmal auf die Haltestellen zurück, weil die ja in Deutschland mehr oder weniger generisch bei uns hingestellt worden sind damals. Aber davon sind wir ja weg. Ja, wir haben also ja die Haltestellen. Mit den letzten DLCs haben wir ja schon wirklich den Qualitätsstandard nochmal nach oben geschraubt. Und das werden wir jetzt hier für England natürlich auch noch entweder beibehalten und beziehungsweise nochmal weiter ein bisschen hochpushen. Und von Lisa kommt noch cool, mehr deutsche Städte, ETS kann einpacken. Ja, wie gesagt, wir sind doch stets bemüht. Aber ja, gut, sind wir wirklich unmittelbare Konkurrenz von ETS, weil die machen ja, oder meint Lisa das mehr jetzt auf den Städtebau bezogen? Liebe Lisa. Denke ich mal. Stadtlux schreibt auch nochmal, gut Ding will Weile haben, schnell überlassen wir mal anderen Studios, genau so ist es. Und Findekind schreibt nochmal, so eine Frage bezüglich der Autobahn-Splines, kann man die auch in The Bus nutzen? Weil ich habe meine Autobahn komplett händisch wie die Straßen gebaut und das ist echt, ja, da ist das kleine Kackhäufchen daneben.
Ja, so empfinde ich das auch. Du kannst natürlich auch das Straßentool für Sebas verwenden. Wir haben immerhin mit Sebas auch mit den alten Systemen angefangen und Teilbereiche von Sebas bestehen halt aus Konnektoren und dem Straßenspline. Wir sind dann halt später extra mit diesem Straßentool haben wir mit dem Straßentool angefangen, weil wir da wirklich richtig detailliert Abstufungen, Einfahrten, Abfahrten und so wirklich 1:1 nachbauen können. Das ist sehr, sehr aufwendig, mit diesem Tool zu arbeiten. Das wird der eine oder andere dann auch schon festgestellt haben. Da ist halt so ein Spline-System von der Straße ist dann wirklich schneller gesetzt, zumal wir da auch schon Props haben, die wir da aktivieren können, die Straßenlaternen und so. Das muss halt in Sebas alles noch akribisch per Hand gesetzt werden. Es wird zwar auch in Sebas besser, weil wir da mehr und mehr mit PCG arbeiten, aber um deine Frage zu beantworten, du kannst halt auch mit dem Straßentool für Busmods, für Sebas-Mods dieses Tool verwenden. Und Brother Louis fragt weiter, wird es auch den Eurotunnel geben, wo man die Busse als Transportservice, als Autozug transportiert? Ja, wie gesagt, das wäre jetzt hier in England. Ich vermute, er war England. vorhin noch nicht dabei, deswegen. Nee, kein Problem. Also es war jetzt keine Kritik oder so. Nein, habe ich. Alles gut. Wir sind halt hier, die Leute, die dann den Frankreich-DLC haben, können natürlich dann auch den Eurotunnel verwenden. Der ist halt hier schon mal markiert. Da haben wir auch schon viele Assets gebaut. Ich habe es halt noch nicht komplett geschafft, weil es fehlen uns halt noch ein paar Straßenelemente, das jetzt hier vernünftig in unserer Engine schon einzubauen. Aber man sieht ja schon anhand der Markierung, dass wir wirklich bis hier hinfahren wollen. Hier auch wirklich das ganze System dann haben. Ein bisschen vereinfacht, das können wir halt auch nicht 1:1 hier nachempfinden. Aber hier sieht man ja schon mal zum Beispiel, würde man mit dem Bus hier auf den Zug drauf fahren können und dann mit dem Zug hier rum. Ich glaube, es geht dann hier nach oben. Hier rüber. Und dann kommt man halt hier in England raus. Und von hier aus geht dann die Reise durch ganz England. Kommen wir hier an Dover vorbei. Hier liegt die Fähre halt an, für die Leute, die dann aus dem Bremerhaven kommen. Und dann geht es halt ab durch die Insel. Ich gehe lieber auf die Insel. Ja, oder ab auf die Insel, aber wir fahren durch die Insel. Aber auf die Insel bitte, da wo immer die Sonne scheint. Die Elisa fragt noch, fährt der Zug dann auch los? Wenn man drauf fährt, sieht man das dann alles? Geplant ist es auf jeden Fall, dass wir wirklich zumindest die Abfahrt, ihr werdet jetzt nicht was weiß ich, wie lange die Fahrt dauert, so eine Animation haben, wie wir durch den Tunnel fahren, aber wie der Zug dann losfährt und ankommt, das ist auf jeden Fall geplant. Genauso wie mit der Fähre, dass wir da halt irgendwie eine schöne Animation haben. Dann blendet das halt einfach in die Zielstadt um. Ich würde sagen, wir kommen langsam mit diesem Thema zum Ende. Ja. Du hast viel gezeigt, ganz so schlimm viel kann man noch nicht zeigen, aber ich glaube, das war schon ganz ordentlich. Ja, also wir haben uns jetzt entschieden, einfach mal euch zu sagen, dass wir jetzt wirklich an diesem Projekt auch arbeiten und das ist wirklich noch so die Startphase. Es müssen halt viele Assets gebaut werden, es muss viel angepasst werden. Es gibt hier und da natürlich auch gerade bei dem Straßensystem Probleme, die wir jetzt noch lösen wollen. Und wenn das halt gut funktioniert, können wir auch schneller die Städte dann bearbeiten. Lisa hatte noch die Bitte, wo mit 1, 2, 3. Lisa hatte noch die Bitte, wo wir mit Sicherheit nachkommen werden, dass wir an unserem Bauvorhaben die Community teilhaben lassen. Also sprich, es wird mit Sicherheit nochmal SimDev Live geben, bezogen auf England. Dann können wir euch auch einiges mehr zeigen. Wie ich es vorhin schon erwähnt habe, wenn wir dann ein paar Städte haben, können wir uns auch die Städte etwas näher angucken, zu Fuß oder mit dem Bus, je nachdem, wie weit wir dann sind. Ja, genau. Also ich würde sagen, wenn wir die ersten Städte soweit fertig haben, dass wir jetzt intern auch sagen können, ja, es sieht cool aus, da können wir schon mal was zeigen, dann würden wir das auch machen. Dann würde ich das, glaube ich, auch nicht im Editor euch zeigen, sondern wirklich, wie es im Spiel aussieht, dass wir dann auch wirklich vernünftigen Verkehr dargestellt bekommen. Können wir natürlich hier in der Engine auch darstellen, aber ich finde es dann im Spiel nochmal ein bisschen anders, wenn man halt wirklich auch mit dem Bus da selber mal ein bisschen entlang fährt und gucken kann, wie das alles so aus der Fahrerperspektive aussieht.
Hier hat man halt immer einen schlechten Eindruck, wenn ich mit der Kamera jetzt hier so auf die Höhe gehe. Ist das jetzt so die Bushöhe oder bin ich ein bisschen drüber oder so? Das macht, glaube ich, dann wirklich mit Bus einfach mehr Sinn, um das Feeling auch einzufangen. Genau. Letztendlich, wie das dann am Ende wird. Brother Louis hat noch eine Frage. Könnte man auch die roten Stadtbusse aus London als TLC bringen zum selber fahren? Das ist eine gute Frage. Kann ich jetzt noch nicht beantworten. Wir haben auf jeden Fall den roten Bus drin als KI-Fahrzeug oder als parkendes Fahrzeug. Ob man da jetzt wirklich selber mitfahren soll, weil es ja ein Linienbus ist. Es ist ja jetzt kein Reisebus oder ein Flixbus in dem Fall. Müssen wir mal gucken, ob wir diese Option... Kann man ja mal drüber nachdenken. Ja, es ist ja noch Zeit bis zum Release. Da werden bestimmt noch ein paar Entscheidungen getroffen. So, hier sieht man ja auch, das sind jetzt hier so Platzhalter. Das ist halt jetzt nicht die Grafik von unseren Brückenelementen. Die fehlen halt noch. Man sieht hier, kann man auch noch durchschauen. Das wird dann auch alles nach und nach fertiggestellt. Aber hier kann man halt schon mal einen Eindruck sehen, wie so das Landschaftsbild aussehen wird. Und Lisa fragt noch, ob man den roten Bus aber schon sehen kann. Ich glaube heute nicht. Du hast das ja jetzt im Editor nicht drauf, den Bus. Vielleicht behalten wir uns den einfach noch ein bisschen zurück. Also wir haben hier schon ein paar Props. Ich glaube aber, der Bus ist noch nicht optimiert. Ich würde sagen, wir behalten das noch für uns. Ja. Wenn der dann final wirklich fertig ist, dann zeigen wir den euch sehr gerne beim nächsten Mal, wenn es um England gehen sollte. Denn der Toni hat mir noch ein paar Sachen gegeben, die ich euch einfach mal mit auf den Weg geben sollte. Ich würde sagen, Daniel, vielen Dank dir für deine ausführliche Flying Tour über England. Ja, ein bisschen hin und her gewobbelt, aber ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Eindruck vermitteln. Wie gesagt, beim nächsten Mal gibt es dann mehr. Und der Toni, wie gesagt, hat mir noch mal ein paar Sachen aufgeschrieben, was ich euch noch mal mit auf den Weg geben soll, weil wir ja ganz oft von der Community, egal auf welchen Plattformen, sei es Discord, Facebook oder Instagram, kommen immer diese ganzen Anfragen rein. Wie sieht es denn aus mit Updates auf der Konsole, PS5, Xbox und so weiter? Wie ganz oft schon geschrieben, der Publisher, also unser Publisher Aerosoft, ist dafür verantwortlich. Er ist in dem Moment der Entwickler, was die Konsolenspiele angeht. Deswegen können wir euch, was Updates zum Beispiel angeht, können wir euch nie eine Antwort geben, wann das nächste Update rauskommt. Vielleicht könnt ihr das auch einfach mal weitergeben. Wenn ihr sowas lest unter unseren Bildpostings, einfach mal schreiben, dass Aerosoft dafür verantwortlich ist. Und es ist auch bekannt, dass seit dem letzten Fernbus-Update auf der Konsole Probleme vorhanden sind. Die sind dran, die wissen das, es wird dran gearbeitet. Und ansonsten, was er noch gesagt hat, es gibt ein Buspack 6, was veröffentlicht werden soll für die Konsolen. Vorher können die aber wohl diese Fehler nicht fixen. Ja, ich denke mal, das kommt dann zeitgleich mit diesem Update. Also ich kenne mich jetzt auch nicht bei dem Konsolenfortschritt genau aus. Wir beantworten natürlich auch im Support die Fragen, sofern wir die beantworten können. Wir haben halt hier leider nicht die Möglichkeit, in den Konsolenbild reinzuschauen und da Sachen zu machen. Das macht halt ein externes Team. Genau, so wie Brother Louis schon schreibt, Zero Games ist damit beauftragt und die kommen nie hinterher. Du hast sowas von recht. Deswegen, wie gesagt, Fernbus-Konsolen-Update haben sie auf dem Schirm. Die arbeiten aber gerade daran, den Tourist Bus zu fixen. Also es geht offenbar immer nur eins. Und dann kommen wahrscheinlich noch andere dazwischen, die auch noch ihren Senf haben wollen. Ja, so ist das halt immer. Also wir werden halt bei Sebast das sehr wahrscheinlich dann auch anders lösen in Zukunft, dass wir das intern machen. Und da haben wir auch dann mehr Kontrolle darüber. Falls es irgendwelche Bugs gibt und so, die Spielern auffallen, die wir dann halt auch direkt beheben können. Ich hoffe, wir konnten heute soweit eure Fragen beantworten. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr uns so viele Fragen um die Ohren gehauen habt. Danke nochmal an den Moritz, der uns den Voice-Chat schön erklärt hat, in Kooperation mit dem Erik oben aus dem Büro. Und Daniel, der ja unser Hauptkopf von der England-Map ist, sozusagen. Was Daniel sagt, wird gemacht. So. Ja. Irgendeiner muss die Verantwortung tragen und das ist unser Daniel. Ich werde die Verantwortung tragen. Ja. Schauen wir mal, wie sich alles entwickelt.
Aber wir sind guter Dinge und es macht auch sehr viel Spaß, jetzt hier wieder an dem Fernbus zu arbeiten. Ach ja, hier das Wasser, das werden wir natürlich auch noch austauschen. Das ist auch das alte System. Da werden wir auch mit dem neuen Epic Water arbeiten. Das wird auch noch ein bisschen schneller raus. Ja, wir verabschieden uns. Wir winken nochmal in die Kamera. Stadtlux, vielen Dank. Schreibt nochmal, war sehr interessant. Danke für den Stream und allen ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch auch allen noch ein schönes Wochenende. Wer Bock hat, heute Abend dran denken. Ach so, jetzt können wir winken. Was hatte ich denn eingestellt? Ich weiß es nicht. Ich hatte das Knöpfchen gedrückt, es hat aber nicht reagiert. Heute Abend nicht zu vergessen, ab 19 Uhr Flashbass FM mit Tom und René. Wir haben ein Gewinnspiel. Ihr wollt ja immer alles kostenlos haben. Macht einfach mit beim Gewinnspiel. Es gibt 150 € zu gewinnen. Es gibt einen Artikel eurer Wahl aus unseren Shops, entweder von TML oder von Flashbass. Dürft ihr euch aussuchen. Oder statt den Artikel aus dem Shop dürft ihr euch einen Key aussuchen, was natürlich von uns produziert worden ist. Also nicht ETS oder Flugsimulator, sondern ein Produkt der TML Studios. Dürft ihr euch einen Key aussuchen, was ihr euch wünscht. Also mitmachen, Gewinnspiel ist ganz simpel. Einfach zuhören heute Abend ab 19 Uhr, Tom und René.